Paul! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, liebe Freunde des gepflegten Motorradsports, liebe Hobbyracer hier auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Wie ihr es im letzten Video vielleicht mitgekriegt habt, waren wir in Most gewesen mit CR Moto. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal hier oben vorbei, da verlinke ich es euch nochmal. Und da sind wir ein Sprintrennen gefahren. Das hat aufgrund von der Länge nicht mehr ins letzte Video gepasst. Deswegen sind wir heute hier und ziehen uns das Rennen rein. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, bin ich dabei auf Platz 1 gefahren. Welche Umstände dazu geführt haben, schauen wir hier im Video. Vorab, das Qualifying hat morgens stattgefunden, am Tag 2 von der Veranstaltung. Und morgens hat es richtig schön geregnet gehabt. Das heißt, die Strecke war nass. Problem war, sowohl ich als auch einige andere hatten gar keine Regenreifen dabei. Jo, ich bin eigentlich keiner, der im Regen fährt. Mag ich nicht. Kein Bock auf Regen, kein Bock auf ein dreckiges Motorrad. Das ist es mir einfach nicht wert. Dementsprechend bin ich dann am Ende, wo es leicht abgetrocknet war, mit Slicks rausgefahren. Die anderen Jungs auch. Und sind dann unsere Quali-Zeit im Nassen gefahren. Es war nicht mehr komplett nass, dass es gefährlich gewesen ist, aber es war zumindest so nass, dass man nicht ordentlich fahren konnte und eine gute Zeit rausdrücken konnte. Nein, das ist zu nass. Nee. Also mit Slicks, nee. Das macht keinen Sinn. Die Idioten, Alter. Wer die Rennen bei CR Moto schon mal mitgefahren ist, weiß, es gibt immer 3 Stück. Das 1000er Rennen, das 600er Rennen und das gemixte Rennen. Rennen 3 ist auch oft genannt das Rookie Race, weil da meistens die langsameren Fahrer dann in ein Rennen mit reingestopft werden. Problem hier bei der Veranstaltung war, viele Fahrer, die entweder langsamer waren, weil sie von Grund auf langsamer sind, Gruppen C und D meistens, oder auch Fahrer, die eigentlich schneller sind, aber keine Regenreifen dabei hatten und entsprechend eine langsame Quali-Zeit gefahren sind, wie in meinem Fall, dann auch ins Rennen 3 gesteckt worden sind. Mag jetzt am Ende der ein oder andere anfangen zu haten und sagen, ja, du bist doch eigentlich viel zu schnell für die langsamen, für die Rookie-Fahrer, was suchst du im Rennen 3? Gebe ich euch voll und ganz recht, die Umstände waren nun mal so, deswegen sind wir das Rennen 3 dann gefahren. Ich bin sogar aufgrund meiner Quali-Zeit im Rennen 3 auf Platz 21 nur gestartet. Wie gesagt, keine Regenreifen dabei, mit Slicks im Nassen die Quali-Zeit gesetzt, war eher Minus. Egal, machen wir das Beste draus. Man muss auch hier erstmal fahren, man muss auch hier erstmal durchkommen und man muss am Ende auch hier erstmal gewinnen. Zumal ich am Ende nicht der einzige Fahrer war, der eigentlich hätte schneller fahren können, aber dann in das Rennen gesteckt worden ist. Letzten Endes wollen wir gar nicht lang um einen heißen Brei drum rumreden, sondern gehen einfach mal rein und ziehen uns das Rennen rein. So, wir starten direkt mal mit einem Warm-Up-Start. Sorry für die verkratzte Scheibe, die neue Scheibe war leider noch nicht da. Aber wir sehen hier schon mal, erstmal, dass der Kollege vor mir gar nicht losgekommen ist, aber dass ich rechts außen starte und mir zur Aufgabe gemacht habe, dann komplett rechts durchzufahren, weil ich mir gedacht habe, die meisten werden sich eher nach links orientieren, um hier Einfahrt in die erste Schikane ordentlich hinzukriegen. Das Ganze hat im Warm-Up-Start soweit ganz gut geklappt, deswegen war das auch dann mein Plan für den Rennstart. Hallo du geiles Pferd! Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat und dir meine Videos allgemein gut gefallen, dann hau doch hier unten jetzt mal auf den Abonnieren-Button drauf. Das Ganze ist kostenlos, ist ein riesen Support für mich und hilft mir, meine Reichweite zu steigern, um noch mehr, noch bessere Videos zu machen. Ansonsten nicht vergessen, auch hier unten immer wieder eure Kommentare einfach reinballern. Ich lese mir alle Kommentare durch. Ich versuche die meisten davon zu beantworten. Und wenn euch das Video gefällt, am Ende immer ein Like da lassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Weiter geht's. Ampel aus, los geht's. Der Kollege von mir kommt wieder schlecht weg. Und ich habe die komplette rechte Außenbahn erstmal für mich alleine und kann sehr viele Plätze gut machen, weil im Rennen 3 eben auch viele Fahrer dabei sind, die sehr zögerlich starten und eben viele auch Angst vor der Schikane in Most haben. Dementsprechend bin ich hier schon sehr weit nach vorne gekommen, habe viele Plätze gut gemacht und kann jetzt hier auf der Außenbahn direkt noch einen Platz gut machen. Dann geht's rein hinten ins Geschlängel
Ich bin mittlerweile auf Platz, lasst mich lügen, 5. Und kann dann hier nach der Spitzkehre auch nochmal ordentlich aufschließen auf den Vordermann. Habe hier aber nochmal zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, wir haben 6 Runden Zeit. Im Gegensatz zu den anderen Rennen, 1000er und 600er, wo jeweils 8 Runden gefahren werden, hat man hier beim Rennen 3 nur 6 Runden. Aber hier runter in die Senke, habt ihr es gesehen, habe ich den Kollege dann schon überholen können. Dementsprechend war ich jetzt auf Platz 3 oder 4. Ich blende es euch oben ein, dann könnt ihr es genauer mitverfolgen. Und habe dann auch schon wieder gut Anschluss zum Vordermann. Mir war hier auf jeden Fall wichtig, nicht direkt den Anschluss nach ganz vorne zu verlieren, weil, wie gesagt, es waren auch andere Leute dabei, die entsprechend schnell fahren können. Das Rennen selbst, wie ihr sehen könnt, hat dann bei trockenen Bedingungen stattgefunden, deswegen Slicks gar kein Problem. Aber mir war wichtig, dass ich hier direkt dranbleiben kann. So, jetzt haben wir ganz kurz gesehen, vorne vor mir noch 3 Leute, das heißt, ich bin aktuell Platz 4. Und dann geht es das erste Mal raus auf Start-Ziel. Hier die Leistung von der 1 ganz klar ausspielen und den nächsten Platz gut machen. So, wie gewohnt auf der Bremse bin ich hier auch relativ gut und komme immer wieder gut ran. Das habt ihr in vergangenen Videos immer mal wieder schon gesehen, dass ich da relativ schnell Plätze gut machen kann, beziehungsweise Lücken schließen kann. Wir sind jetzt gerade mal in der zweiten Runde und ich bin schon auf Platz 3 und habe gedacht, okay, du hast noch Zeit, nichts riskieren, ruhig fahren. Kein Fehler wie in Kroatien machen, jetzt so übermotiviert irgendwo reinzuholzen, sondern erstmal ruhig deine Linie finden und beobachten, wie die Vorderleute fahren. Man sieht es an den Zeiten. Erste Runde, klar mit Start, 1,52, kann man erstmal ignorieren. Aber allgemein war das Niveau und die Zeiten auch von mir selbst im Vergleich zu vergangenen Events, wo ich schon in Most war, geringer. Ich bin hier, kann es gerne vorwegnehmen, im Rennen eine Bestzeit von 1,47,9 nur gefahren. Was sich am Ende aber auch aufgrund von einer defekten Gabel rausgestellt hat, dass ich schlechtes Gefühl zum Vorderrad hatte. Ich habe das ganze Event bemängelt gehabt, dass ich einfach nicht auf der Bremse in die Kurve reinfahren kann, das Vorderrad mir immer am Wegstottern war. Und ich jeden Moment das Gefühl hatte, über das Vorderrad einzuklappen und zu crashen. Und ja, letzten Endes hat sich dann nach dem Event rausgestellt, dass die neue gebrauchte Gabel, die ich nach dem Aufbau gekauft habe, defekt war. Das heißt, ich wurde hier leider Gottes über den Tisch gezogen. Habe die Gabel zum Rainer von TTSL eingeschickt und er hat mir bestätigt, dass sie kaputt ist. Heißt, die Gabel muss überarbeitet werden. Davon ab, zurück hier zum Rennen. Auf der Bremse seht ihr Runde 3 wieder eine Platzierung gut gemacht. Und bin jetzt schon auf Platz 2 vorgefahren. Und hinter dem Kollege mit der BMW S1000RR auf Platz 2. Er fährt mit der BMW einen ähnlich schnellen Speed wie ich auch. Es gibt manche Ecken, wo er schneller ist, manche Ecken, wo ich schneller bin. Wir werden es gleich sehen. Hier ist der Abstand noch relativ gleich. Dann kommen wir hier auf die Spitzkehre zu, wo ich eigentlich dran bin. Und er zieht aber erstmal weg. Da bin ich einfach nicht entschlossen genug, richtig aus dem Eck rauszuziehen. Hier die Senke runter geht es dann wieder und auf der Bremse rolle ich entsprechend nah dran. So, jetzt geht es die Kuppe hoch. Gutes Lenkerschlagen hier gehabt, aber trotzdem noch unter Kontrolle. Weiter geht's runter zum Matadorbogen. Und hier habe ich das Problem meistens gehabt. Ich musste die Bremse vor der Kurve schon lösen, weil auf der Bremse konnte ich nicht einlenken, ohne dass mir das Vorderrad dann weggestottert wäre. So oder so sehen wir hier im Geschlängel, bin ich ein bisschen stärker und nah an ihm dran, bis es dann wieder zum konsequenten Aufziehen auf die Gegengerade geht. Ja, da bin ich einfach... Keine Ahnung, Most ist noch nicht wirklich meine Strecke, obwohl ich sie eigentlich mag. Ich traue mich da nie, die Eier auszupacken, ordentlich den Hahn aufzuziehen. Deswegen mitunter die schlechten Zeiten, sage ich mal. Hier auf Start-Ziel eigentlich einen ganz guten Ausgang erwischt.
Trotzdem, die BMW ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, zieht ordentlich an, bis es dann auf der Bremse wieder reicht, um nahe dran zu kommen. Jetzt sind wir in der 4. Runde. Das Rennen geht nur 6. Das heißt, so langsam habe ich mir Gedanken gemacht, okay, du bist nah dran. Du kennst ungefähr die Ecken, wo er wie schnell ist. Jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, wo ich eventuell Überholmanöver ansetzen könnte, um die Platzierung noch gut zu machen, damit ich das Ding am Ende auch gewinnen kann. Hinter mir oben rechts, seht ihr es eingeblendet, ist mittlerweile die Lücke ziemlich groß, da haben wir genug Platz. Die anderen Fahrer sind so weit abgehängt, dass wir da in Ruhe nach vorne uns konzentrieren können, um das Ding hier einzufahren. So, hier habe ich gesehen, komme ich jedes Mal die Kuppe runter Richtung Senke nochmal richtig nah dran. Und überall da, wo es dann kurviger wird, habe ich einfach einen höheren Speed. Hier auch auf der Bremse lasse ich schneller reinlaufen. Nimm den Speed besser mit ins Geschlängel. Und werde hier quasi auch eher von ihm aufgehalten. Hier beim Short Shift dann wieder auf die Gegengerade. Relativ nah dran. Und dann bin ich hier direkt vor der Doppelrechts auf Startziel innen reingegangen und habe gesehen, da ist Platz. Ich habe die Geschwindigkeit. Da nehme ich die Platzierung mit. Jetzt gut rauskommen auf Startziel, weil wir wissen, die BMW zieht wieder ordentlich an. Ausgang gut getroffen und ab geht's über Startziel. Spät bremsen, von schön weit links außen mit viel Schwung in die Schikane reinrollen lassen. Und dann war in meinem Kopf schon so, okay, das müsste theoretisch gereicht haben, aufgrund von den vorderen Runden, dass ich jetzt schon mal einen sicheren Abstand rausgefahren habe, ohne dass er mir irgendwo nochmal kurz vor Ende reinstechen kann. Im kurvigen Bereich war mir sowieso klar, dass ich da noch ein bisschen schneller bin. Das heißt, ich kann jetzt auch hier frei auffahren und den Speed ordentlich mitnehmen Richtung Schikane. Wir sehen es oben links, er ist relativ weit weg, das heißt, der Zahn war so weit gezogen und ich konnte in Ruhe das Rennen zu Ende fahren. Ich kann es gerne vorwegnehmen, es wird nicht mehr viel passieren. Ich fahre jetzt die 1,5 Runden entspannt durch. Fahre jetzt in dieser Runde, wie gesagt, meine Bestzeit im Rennen von einer 1,47,9. Ist keine persönliche Bestzeit, ist allgemein auch nicht schnell. Deswegen, zeitentechnisch, sind wir ehrlich, habe ich ganz gut ins Rennen 3 gepasst. Auch wenn die anderen Fahrer nochmal einen Ticken langsamer waren und das offensichtlich dann doch ein leichteres Unterfangen war, hier den Sieg am Ende zu holen. Letzten Endes habe ich dann ab der 6. Runde, letzte Runde hier, dann nochmal Speed rausgenommen, weil ich wie gesagt wirklich nichts riskieren wollte. Ich habe gemerkt, da stimmt was nicht mit meinem Motorrad. Wir haben den ganzen Event über versucht, an der Gabel Einstellungen zu machen, haben Klicks verstellt, haben alles probiert. An der Gabel hat sich nichts verändert. Wir haben geklickt, was man konnte. Wir haben alles verstellt. Die Gabel hat in jedem Setup genau gleich reagiert, genau gleich schlecht reagiert. Wie gesagt, ich konnte auf der Bremse in keine Kurve reinfahren, ohne dass mir das Vorderrad abhauen wollte. Ich hatte gar kein Gefühl gehabt zum Vorderrad allgemein. Und ich hatte jeden Moment dieses Gefühl, gleich crashen zu können. Und das war es mir am Ende nicht wert. Ich habe jetzt echt die Saison genug auf der Nase gelegen wieder. Wenn wir uns zurückerinnern an mein Ziele-Video, ich verlinke es euch gerne auch nochmal oben. Was ich mir vorgenommen habe, ich wollte die Saison sicherer und schneller Motorrad fahren. Das mit dem schneller fahren hat soweit ganz gut geklappt. Ich bin auf jeder Strecke schneller geworden. Ich habe auch an meiner Körperposition wunderbar gearbeitet, habe viele Fortschritte gemacht. Nur das Problem mit dem sicherer Fahren hat einfach nicht funktioniert. Wir haben es gesehen im Video, Crash-Video von Kroatien. Auch gerne hier oben nochmal anschauen.
Da hat es mich auf die Nase gelegt, weil ich zu wenig bei der Sache war, fehlende Konzentration. Okay, das war ein Fehler von mir, aber aufgrund von der Technik nochmal hinzumaulen, wollte ich jetzt wirklich nicht riskieren. Das heißt, hier nochmal ein bisschen rausgenommen, das Ding war im Sack. Rausbeschleunigen auf Start-Ziel. Und dann haben wir das Ding hier gewonnen. Wunderbare Sache. Entspannt durchgefahren. Schöne Überholmanöver dabei gewesen. Besonders am Start. Viele Platzierungen gut gemacht. Und am Ende noch ein Shake Hands mit dem Zweitplatzierten auf der BMW. Grüße gehen raus. Glückwunsch nochmal. Und mit Paul. Der hat es auf Platz 3 geschafft mit seiner Cover. Auch nochmal Glückwunsch an der Stelle. Paul! Okay, the third place, Roger Bosch. Ja, Freunde, so viel zum Rennen. Ihr habt es gesehen, Platz 1 ist geholt. Yay! Aber die Umstände waren entsprechend so, dass das Fahrerfeld dann doch langsamer war. Ich habe das Beste draus gemacht. Man muss, wie gesagt, auch erstmal fahren, man muss den Sieg auch erstmal holen, man muss auch erstmal durchkommen. Das Ganze hat soweit super geklappt. Ihr habt schöne Überholmanöver gesehen. Ich denke, das war ein cleanes Rennen gewesen. Hat Spaß gemacht zuzugucken, hoffe ich. Ansonsten habt ihr jetzt hier unter dem Video nochmal die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Haut's einfach unten rein. Ganz generell, egal ob das um dieses Video geht, egal ob das um mich geht, um mein Motorrad geht, egal was. Wenn ihr Fragen habt, haut sie unten rein. Das nächste Video wird das lang erwartete Frage-Antwort-Video. Ich gehe auf alle Fragen ein, egal was ihr wissen wollt, völlig transparent. Haut's einfach unten rein oder schreibt es mir gerne auch auf Instagram in die DMs und dann beantworte ich alle Fragen von euch. Wenn euch das Video mal wieder gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, Kanal abonnieren. Viele von euch schauen meine Videos, haben aber leider noch nicht den Kanal abonniert. Klickt einfach mal auf den Button drauf, ist kostenlos, ist ein mega Support für mich und hilft, die Reichweite zu steigern. Vielen Dank, ansonsten vergesst nicht, seht ihr jetzt hier oben noch ein Video von meinem Crash in Kroatien und unten passend dazu, wie ich das Motorrad wieder repariert und in Schuss gebracht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.